Heute zeige ich euch, was Outriders ist und ob der Looter-Shooter nach Enttäuschungen wie Anthem oder Destiny vielleicht die neue Hoffnung für euch sein könnte. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Still Alive und wenn du neu auf meinem Kanal bist und dich genauso für RPGs und Open-World-Spiele interessierst, wie ich das tue, dann lass doch einfach jetzt ein Abo da, um von mir keine Videos mehr zu verpassen und mich bei meiner Reise zu begleiten. Denn genau darum geht's hier auf dem Channel. Und wenn du mich mal live sehen möchtest, dann schau doch morgen, also am Samstag, den 13.02. um 23 Uhr mal in meinem Livestream hier auf YouTube vorbei. Da werde ich weiter über Outriders sprechen und eure Fragen beantworten. Fangen wir also direkt mit der Frage an, was Outriders eigentlich genau ist oder was eben auch nicht. Outriders ist ein RPG-Looter-Shooter mit starkem Fokus auf der Story und der Charakteranpassung. Entwickelt wird das Ganze von dem Studio People Can Fly und gepublished wird es von Square Enix. Es ist ein reines PvE-Spiel und bietet also keine PvP-Inhalte. Das Spiel ist weder Free-to-Play noch ein Game as a Service und wird keine Mikrotransaktionen enthalten, sprich ihr zahlt einmal für das Game und dann habt ihr direkt von Beginn an alle Inhalte, die das Spiel zu bieten hat. Erweiterungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant. Wenn das Spiel allerdings großen Anklang bei der Community findet, ist es nicht ausgeschlossen, dass doch noch DLCs oder Erweiterungen kommen werden. Für Langzeitmotivation soll trotzdem gesorgt sein, da Outriders nach der Main Story auch noch ein Endgame beinhaltet, welches ihr genau wie die Hauptkampagne im Koop mit bis zu 2 weiteren Spielern spielen könnt. Darauf komme ich aber später noch genauer zu sprechen. Outriders ist kein Open-World-Spiel, jedoch befinden sich die einzelnen Missionen in größeren, frei begehbaren Arealen. Aber worum geht es in Outriders eigentlich? Der Plot ist im Grunde ganz einfach. In Outriders hat die Menschheit die Erde verlassen, um einen Planeten namens Enoch zu besiedeln. Allerdings läuft das Ganze nicht so wie geplant und ein riesiger Energiesturm, der die Anomalie genannt wird, verleiht sowohl Enochs Einwohnern als auch den Siedlern Superkräfte. Deshalb seid ihr jetzt einer der namensgebenden Outrider. Die Story-Kampagne kann entweder alleine im Singleplayer oder im Koop mit bis zu 2 weiteren Spielern gespielt werden und soll zwischen 25 und 30 Stunden dauern. Wenn ihr allerdings nicht nur die Hauptstory, sondern auch alle anderen Inhalte und Nebenquests spielt, soll sich die Spielzeit verdoppeln oder sogar verdreifachen. Während der Hauptkampagne gibt es insgesamt 15 verschiedene World Tiers, die als Schwierigkeitsgrade dienen. Ihr könnt je nachdem, wie ihr eine Mission abschließt, in den World Tiers aufsteigen, aber auch absteigen. Wenn ihr also die ganze Zeit sterbt, weil ihr noch schlechteres Aiming als ich habt, steigt ihr also auch in den World Tiers nicht auf. Wenn ihr das Spiel lieber entspannt genießen wollt, könnt ihr eure World Tiers allerdings auch selbst anpassen und müsst somit nicht auf den höheren Rängen spielen. Somit sollte für jeden die passende Herausforderung geboten sein und sowohl Gelegenheitsspieler als auch Hardcore-PvE-Veteranen sollten hier auf ihre Kosten kommen. Mit welchem der Outrider ihr euch nach Enoch begebt, um die heimische Flora und Fauna auszurotten, ist euch überlassen. Insgesamt gibt es 4 verschiedene Outriders, also 4 verschiedene Klassen. Das ist der Pyromancer, der Devastator, der Trickster und der Technomancer. Der Pyromancer ist quasi eine Kreuzung aus Rambo und einem Magier. Er hat ein Arsenal an Midrange- und Crowd-Control-Fähigkeiten, kann Bomben werfen, Gegnern das Leben entziehen und naja, natürlich Dinge in Brand stecken. Der Devastator ist die Frontline und damit der Tank der Gruppe. Er ist auf Nahkampf- und Defensivfähigkeiten spezialisiert und kann seine Gegner mit Felsstacheln aufspießen, Kugeln in der Luft anhalten oder wie eine Gerölllawine auf seine Gegner zustürmen. Der Trickster ist ein zerbrechlicher Close-Combat-Assassine, der die Zeit manipulieren kann und auf Nahkampffähigkeiten setzt. Er kann Fallen legen oder sich über die Map teleportieren. Was dem Trickster an Überlebensfähigkeit fehlt, macht er mit seiner Geschwindigkeit wieder wett. Zu guter Letzt ist der Technomancer ein Long-Range-Supporter, der sowohl auf weite Entfernung kämpft, als auch die Gruppe mit verschiedenen technischen Fähigkeiten wie Geschütztürmen und Munition unterstützen kann. Er ist außerdem die einzige Klasse im Spiel, die mit Hilfe eines Skills heilen kann.
Alle Klassen können auf unterschiedliche Weise ihre eigenen Lebenspunkte wiederherstellen. Der Pyromancer stellt Leben wieder her, wenn er markierte Gegner tötet. Gegner werden markiert, indem er ihnen mit einem Skill Schaden zufügt. Der Devastator stellt Leben wieder her, wenn Gegner in seiner Nähe sterben. Der Trickster stellt ebenfalls Leben wieder her, wenn Gegner in der Nähe sterben. Außerdem erhöht er damit auch seine Schildkapazität. Und der Technomancer kann sich, wie eben bereits erwähnt, einerseits mit einem Skill heilen oder wenn er Gegnern Schaden zufügt. Diese Mechanik soll für einen aggressiveren und actionreicheren Playstyle sorgen und verhindern, dass sich Spieler feige hinter Deckungen verkriechen. Angriff ist hier also im wahrsten Sinne die beste Verteidigung. Jede Klasse schaltet während der Story 8 verschiedene Skills frei und ihr könnt immer 3 davon gleichzeitig ausgerüstet bzw. aktiv haben. Manche der Skills sind eher offensiv, andere defensiv und ihr könnt die Auswahl jederzeit an euren Playstyle oder an die aktuelle Situation anpassen. Außerdem hat jede Klasse 3 verschiedene Skilltrees, die eure Klasse weiter in eine bestimmte Richtung spezialisieren. Das Gute ist, ihr könnt die Skillpunkte jederzeit kostenlos zurücksetzen und neu verteilen und somit verschiedene Builds und Playstyles ausprobieren oder sie den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Bevor wir jetzt mit dem Loot in Outriders weitermachen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich supportet, indem ihr ein Abo und ein Like dalasst, aber nur, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat. Was wäre ein Looter-Shooter ohne den Loot? Naja, einfach nur ein Shooter. Weil Outriders das aber nicht ist, gibt es natürlich auch reichlich Loot. Dieser ist wie in den meisten RPGs in verschiedene Seltenheitsstufen aufgeteilt. Um genau zu sein, gibt es gewöhnlichen, ungewöhnlichen, seltenen, epischen und legendären Loot, der mit den Farben Weiß, Grün, Blau, Lila und Gelb gekennzeichnet ist. Die Seltenheitsstufen unterscheiden sich nicht nur bei den Stats, sondern auch bei der Anzahl an Modplätzen oder Besonderheiten wie speziellen Fähigkeiten oder Perks. Außerdem gibt es auch Ausrüstungssets, welche euch besondere Setboni bieten. Den besten Loot findet ihr in den höchsten World Tiers und im Endgame. Ihr habt auch die Möglichkeit, Gegenstände zu craften und zu zerlegen. So könnt ihr beispielsweise Waffen zerlegen, um besondere Mods daraus zu erhalten und könnt diese in andere Waffen einbauen und die 300 verschiedenen Mods untereinander nach Lust und Laune kombinieren. Ihr könnt mit den nötigen Materialien auch eure Waffen aufwerten und so zum Beispiel aus einer epischen Waffe eine legendäre machen und eure Lieblingswaffen damit langfristig nutzen. Die Ausrüstung, die ihr im Verlauf des Spiels findet, unterscheidet sich aber, wie es sich für ein echtes RPG gehört, nicht nur von den Attributen, sondern auch optisch. Außerdem könnt ihr während des Spiels das Aussehen eures Charakters jederzeit anpassen. Somit habt ihr eine relativ große Freiheit, wie ihr euren Charakter gestalten möchtet. Wenn ihr mit der Hauptkampagne durch seid und mehr Zeit in Outriders verbringen wollt, gibt es im Endgame quasi eine weitere Kampagne mit eigenen Missionen nur für das Endgame. Es werden also keine Missionen oder Gebiete aus der Hauptkampagne recycelt, sondern euch erwarten insgesamt 14 komplett neue Gebiete, Gegner, Missionen und Ausrüstung. Diese speziellen Missionen im Endgame werden Expeditionen genannt. Ihr könnt die Expeditionen sowohl alleine als auch in einer eingespielten Truppe aus 3 Spielern angehen. Dabei ist nicht nur die Absprache in der Gruppe wichtig, sondern auch die Abstimmung der verschiedenen Klassen und Ausrüstung. Für die Expeditionen gibt es ebenfalls Schwierigkeitsgrade, diese starten bei der Stufe 3 und gehen bis Stufe 15 hoch. Stufe 15 Expeditionen sollen hierbei die größte Herausforderung im Spiel bieten. Mit jedem Rangaufstieg schaltet ihr neue Expeditionen frei und um die letzte Expedition des Endgames spielen zu können, müsst ihr Rang 15 erreicht haben. Ziel ist es, die Expeditionen in so kurzer Zeit wie möglich abzuschließen und je schneller ihr dabei seid, desto besser sind die Belohnungen, die ihr am Ende der Expedition erhaltet. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, wie lange wir noch warten müssen, bis wir Outriders selbst spielen dürfen. Das Spiel wird am 1. April auf allen Old- und Next-Gen-Plattformen sowie auf dem PC und auf Stadia erscheinen. Und auch über den cloud-basierten Streaming-Dienst GeForce Now könnt ihr Outriders auf jedem Gerät spielen. Außerdem wird es Crossplay unter allen Plattformen geben
und ein kostenloses Upgrade auf Next-Gen-Plattformen. Wenn ihr also das Spiel für die PlayStation 4 oder Xbox One kauft, erhaltet ihr ohne weitere Kosten das Upgrade für die PlayStation 5 oder die Xbox Series X bzw. Series S. Und wenn ihr euch bereits vor dem Release einen ersten Eindruck verschaffen wollt, könnt ihr am 25. Februar eine Beta bzw. eine Demo von Outriders auf der Plattform eurer Wahl kostenlos spielen. Und den Fortschritt der Demo könnt ihr zum Release sogar ins Hauptspiel übertragen. Wenn euch Outriders oder RPGs und Open-World-Spiele im Allgemeinen interessieren, lasst mir doch jetzt noch ein Abo da und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich außerdem über ein Like freuen und schreibt mir doch auch noch in die Kommentare, was ihr von Outriders haltet. Freut ihr euch auf einen neuen Looter-Shooter oder seid ihr nach Anthem, The Division und Destiny eher skeptisch geworden? Wenn ihr über ein bestimmtes Thema gerne mehr sehen würdet, schreibt mir das auch unten in die Kommentare, dann werde ich dazu noch ein eigenes Video machen. Das war's jetzt erstmal wieder von mir, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.